Hallo und willkommen zum Adventskalender. Heute am 21. Dezember. Wir nähern uns Heiligabend. Teil der Weihnachtsgeschichte ist ja die 3 weisen Männer, die mit Geschenken kamen, und zwar mit Gold, Myrrhe und Weihrauch. Die letzten beide, das sind Gummiharze, die zum Räuchern verwendet werden, und die werden aus Bäumen oder Büschen gewonnen. Und heute schauen wir uns das Weihrauch mal genauer an. Weihrauch wird aus Bäumen gewonnen, wo man die Rinde aufritzt und dann das austretende Harz aufsammelt. Dieser Harz wird dann getrocknet und das ist dann der Weihrauch. Weihrauch besteht natürlich aus vielen verschiedenen Stoffen, aber die Terpene sind ein wichtiger Bestandteil, und hier sind zum Beispiel Alpha- und Beta-Penen, das Limonen, was ihr aus den Orangen kennt, und auch Thujen. 2 Moleküle sind besonders für den charakteristischen Duft von Weihrauch verantwortlich, und zwar 2 Stereoisomere von der Olibansäure, die sind hier. Das ist einmal die Transolibansäure und die Cis-Olibansäure. Und der Unterschied, der liegt an dieser Gruppe hier, wo diese gestrichelte Linie hier, die bedeutet, dass, wenn ihr euch das räumlich vorstellt, dass die Gruppe nach hinten zeigt, und bei diesem hier, als ob sie aus dem Papier rauskommen würde. Das ist also der Unterschied. Und diese beiden Isomere von der Olibansäure, die sind verantwortlich für den Geruch, den die Forscher, die diese Stoffe entdeckt haben, als alte Kirche bezeichnet haben. Olibansäure ist nur in sehr geringen Mengen im Weihrauch vorhanden, und es war gar nicht so einfach, die zu finden. Hierfür haben Forscher ein ganz besonderes Instrument benutzt, nämlich eine menschliche Nase. Weihrauch ist ein Gemisch von Stoffen. Um da jetzt rauszufinden, welche Moleküle welche Eigenschaften haben, muss man sie voneinander trennen. Das geht mit Chromatographie. Das machen wir hier mal mit einer Mischung aus Weingummi. Das ist leider die langweilige österreichische Mischung ohne Lakritz, also schmeiße ich da noch ein paar dazu. Wenn man jetzt diese Stoffe voneinander trennen möchte, wie macht man das als Chemiker? Mit Chromatographie. Und das funktioniert so. Hier ist unsere Mischung von Stoffen, die wir voneinander trennen wollen. Um sie zu trennen, benutzen wir Chromatographie. Zum Beispiel kann man die Mischung durch eine Säule schicken, die mit einem Material gefüllt ist, was die Stoffe passieren lässt, aber mit dem sie unterschiedlich reagieren, je nach physischen Eigenschaften. Wenn die Stoffe durch die Säule wandern, wandern manche schneller und manchmal langsamer, und so werden sie dann voneinander getrennt. Und wie erkennt man die Stoffe jetzt? Zum Beispiel mit einem Lichtsensor oder mit einem Massenspektrometer. Um die Stoffe im Weihrauch, die für den Geruch von alter Kirche verantwortlich sind, zu identifizieren, haben die Forscher einen ganz besonderen Detektor benutzt, nämlich Nasen. Genauer gesagt ein Olfaktometer. Das ist so ein Ding, wo man seine Nase reinstecken kann zum Schnuppern. Dann haben die Forscher verschiedene Fraktionierungen gemacht und immer geschaut, welche Fraktion jetzt noch diesen Geruch nach alter Kirche hatte. Angefangen haben die Forscher mit ungefähr 3 Kilo Weihrauch, und am Ende hatten sie dann 1 Milligramm reinen Stoff, der nach alter Kirche roch, und den haben die dann als Olibansäure identifiziert. Die Nase war hier übrigens ausschlaggebend, denn die Konzentration von der Olibansäure im Weihrauch ist so niedrig, dass die mit Massenspektrometrie gar nicht detektieren konnten. Aber mit der Nase schon. Das war's für heute. Heute am kürzesten Tag. Ab jetzt werden die Tage wieder langsam länger. Und bald ist schon Heiligabend, aber vorher gibt es noch 3 weitere Folgen hier im Adventskalender. Ich hoffe, ihr seid dabei. Tschüss!